Hallo liebe Zuschauer, heute geht es ums Internet. Ich muss jetzt meine Jahresrechnung bezahlen. Wir sind hier bei Tesco, da ist eins der Büros und da können wir mal gucken, welche Tarife es da gibt. So, das sind die gängigen Tarife. Ich glaube, ich habe die 200er Leitung. Wir können nachher mal bei mir zu Hause sehen, wie schnell die wirklich ist. Jetzt meine Rechnung bezahlt. Ich habe eine 500er Leitung, also 500 Up- und Download. Und habe jetzt 14.500 Watt bezahlt dafür. Habe aber jetzt für einen Monat auch eine 600er Leitung kostenlos dazu bekommen. Ja, und noch ein kleines Werbegeschenk, gerade weil ich also ein Treuebonus. So, und jetzt fahren wir nach Hause und dann gucken wir mal, wie schnell das Internet ist. So, und nun machen wir den versprochenen Speedtest. So, ist gestartet. 200, 300, 400 war mal kurz zu sehen. Wir haben jetzt 11 Uhr, sind wahrscheinlich viele im Internet. Und Upload. Da kommen wir über 500, ist also sehr gut, besonders für mich, wenn ich meine Filme übertrage. Und die Latenz. Ja, die Maximalgeschwindigkeit, was ich gesehen habe, geht bis zu 1 Gigabyte, aber sehe ich im Moment keine Veranlassung, dass ich mir das anschaffe. Mit 500 komme ich also ganz gut klar. Wie ihr gesehen habt, bin ich hier bei 3BB. Ich muss sagen, da ist ein super Service. Wenn mal das Internet unterbrochen sein sollte, habe ich da eine Hotmail. Da rufe ich an und am gleichen Tag kommen sie auch noch. Und wenn sie bis 8, 9 Uhr in der Nacht den Fehler suchen müssen, aber am gleichen Tag ist es noch repariert, muss ich sagen. Also wirklich klasse. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Anbieter hier in Thailand. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr eure Erfahrungen dazu noch bringt und auch wie teuer das Ganze ist und ob ihr mit dem Service soweit zufrieden seid. Das ist ja auch sehr wichtig. Ja, zum Abschluss muss ich sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Internet. Viele haben die irre Vorstellung, dass man in Thailand noch trommelt. Aber ich glaube, das sind manche Bereiche in Deutschland, wo noch getrommelt wird. Also hier auf der Insel habe ich noch gar nichts Negatives gehört. Ich habe jetzt seit 3 Jahren Glasfaserkabel und bin zufrieden. So, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen geholfen, um einen Eindruck zu bekommen, wie es hier in Thailand mit dem Internet aussieht. Auf Koh Samui, wie gesagt, und mit 3BB. Meine Erfahrung. Eure Erfahrung könnt ihr also jetzt noch unten drunter noch schreiben, damit die in Deutschland wissen, wir sind nicht auf dem Mond. Okay, tschüss.